Ein Messpunkt reicht mir hier nicht. Wenn ich später eine Morsekirche genau einstellen will, brauche ich Kontrolle, vorne und hinten. Deshalb baue ich diese universale Adapter für Messuhren. Er passt auf meine kleine Böhme und auch auf die große blaue Drehmaschine aus Kaiserzeit. Das Besondere, ich kann nicht nur am einen Punkt messen, sondern mit zwei Messuhren gleichzeitig auf 60 und 110 mm Abstand. So sehe ich sofort, ob der Konus vorne und hinten stimmt. Der Adapter soll später für Morsekegel von MK1 bis MK6 nutzbar sein. Also ich fange hier mit einer massiven Stahlplatte an. Die Platte ist 20 mm dick. Für meine Messadapter brauche ich daraus ein Stück mit 133 mm Länge und 35 mm Breite. Getrennt wird das Ganze auf meiner kleinen Böhme-Drehmaschine. Dafür benutze ich den Kreuztisch und eine HES Scheibenfräse mit 80 mm Durchmesser und 1,5 mm breit. Die Drehzahl steht auf die kleinste Stufe, 600 Umdrehungen pro Minute. Langsamer geht bei meiner Maschine nicht, deshalb arbeite ich hier mit vorsichtigem Vorschub. Ich schneide direkt durch die komplette 20 mm Stahl. Das ist für so eine alte kleine Maschine natürlich keine leichte Arbeit, aber mit Geduld, wenig Vorschub und eine scharfe Fräse funktioniert es. Wer sich für den Kreuztisch oder Scheibenfräse interessiert, ich verlinke die Teile unter der Beschreibung. Danach gehe ich an die große Drehmaschine und spanne das Rohtal im 160 mm Wackenfutter ein. Als erstes plane ich eine Seite sauber ab. An dieser Stelle geht es nur nicht um das genaue Endmaß. Wichtig ist erstmal nur, dass Rost und Nebenheiten und alte Oberflächen wegkommen. Ich brauche eine gerade Fläche, damit ich das Teil später besser ausrichten und weiter bearbeiten kann. Das ist also die erste Bezugsfläche für die nächsten Arbeitsschritte. Nach der Planung der ersten Seite kontrolliere ich die Fläche mit dem Prüfwinkel. Mir geht es hier nicht um 100 mm, sondern darum, ob die Fläche grundsätzlich sauber und gerade geworden ist. Und man sieht, am Prüfwinkel liegt das Teil jetzt ordentlich an. Danach drehe ich das Werkstück um und plane die zweite Seite. Auch hier geht es zuerst darum, die alte Oberfläche Rost und Unebenheiten wegzubekommen und eine saubere Fläche herzustellen. Im Video zeige ich natürlich nicht jeden einzelnen Schnitt und volle Länge, sonst würde diese Arbeitsschritte viel zu lange dauern. Deshalb lasse ich solche Schritte teilweise mit 10 bis 15-facher Geschwindigkeit laufen. Jetzt drehe ich das Teil auf die schmale Seite und bearbeite die dritte Fläche. Die Seite wird genauso begradigt wie die ersten beiden Flächen. Auch hier geht es noch nicht um die perfekte Endmaß, sondern um eine saubere gerade Bezugsfläche. Insgesamt bearbeite ich auf die Drehmaschine nur 3 Seiten. Die vierte Seite wird später nicht auf die Drehmaschine geplant, sondern geschliffen. Der Grund ist einfach, ich brauche mehrere saubere Bezugsflächen, damit ich den Messadapter später genau ausrichten, sauber, bohren und kontrolliert weiter bearbeiten kann. Wenn diese 3 Flächen gerade sind, habe ich eine stabile Grundlage für die nächsten Arbeitsschritte. Jetzt gehe ich wieder an meine kleine Böhme-Drehmaschine. Das Teil spanne ich so ein, dass ich mich an der bereits geschnittenen Seite orientieren kann. Diese Seite richte ich sauber zum Backenfutter aus, damit das Werkstück möglichst gerade und plan sitzt. Auf der großen Drehmaschine habe ich vorher 3 Seiten bearbeitet. Dadurch sind die Flächen schon deutlich gerade und ich habe genug saubere Bezugsflächen, um das Teil jetzt vernünftig weiter auszurichten. Die vierte Seite bearbeite ich hier nicht mehr durch Abdrehen, sondern durch Planschleifen. Damit bekomme ich eine saubere Fläche für die nächsten Arbeitsschritte. Diese Fläche ist später wichtig, weil sie als Bezugsfläche dient. Von hier aus kann ich dann die Bohrungen genau auszeichnen, ausrichten und weiter bearbeiten. Jetzt schleife ich die untere Seite, also die vierte Fläche von Messuhrhalter. Diese Fläche wird später auf der Werkzeughalter aufliegen. Deshalb ist sie für die weitere Genauigkeit wichtig. Ich mache zuerst nur einen ersten Schleifgang und kontrolliere dann das Schleifbild. Dabei schaue ich, ob die Schleifscheibe die ganze Fläche gleichmäßig erreicht oder irgendwo noch eine Vertiefung oder Schiefe drin ist. Nach der ersten Prüfung
Prüfung sieht man, die Fläche wird sauber genommen, also kann ich weiter schleifen. Danach schleife ich so lange weiter, bis die komplette Fläche durchgeschliffen ist. Erst wenn überall eine gleichmäßige Schleifspur zu sehen ist, ist die Fläche für mich brauchbar. Anschließend messe ich vorn und hinten die Breite von Messuhrhalter. Die Maße haben gepasst, vorn und hinten war das Teil gleichmäßig. Zum Schluss lege ich das Werkstück auf meine 250 x 250 mm Präzisionsrahmenwasserwaage und kontrolliere mit der Taschenlampe, ob die Fläche sauber aufliegt. Für meine Anwendung sieht das gut aus. Damit ist für mich der erste wichtige Schritt erledigt. Ich habe jetzt eine saubere Bezugfläche, auf die ich den Messuhrhalter später weiter ausrichten und bearbeiten kann. Wer sich für diese Präzisionsrahmenwasserwaage interessiert, ich verlinke sie unten in der Beschreibung. Ich bin mit dieser Wasserwaage zufrieden. Jetzt richte ich den Messuhradapter wieder sauber zu Backenfutter aus. Wichtig ist, dass das Werkstück plan und parallel sitzt. Die bearbeitete Fläche liegt sauber an und so kann ich die Bohrungen möglichst genau setzen. Damit bereite ich jetzt den nächsten Arbeitsschritt vor, das Bohren. Zuerst gehe ich mit einer kleinen Vorbohrer rein, danach bohre ich mit 4 mm vor und anschließend mit 8 mm auf Endmaß. Leider passiert in der Werkstatt manchmal genau das, was man erst später beim Schneiden merkt. Auf der Kamera wahrscheinlich ein öliger Fingerabdruck oder etwas Schmutz auf der Linse. Deshalb ist die Aufnahme bei erster Loch nicht besonders gut geworden. Aber der Arbeitsschritt selbst ist klar zu erkennen. Erst sauber ausrichten, dann vorbohren und danach die Bohrung 8 mm erweitern. Bei zweitem Loch ist die Bildqualität dann wieder besser und dort sieht man den Ablauf deutlich sauber. Jetzt kommt das zweite Loch. Dieses zweite Loch bohre ich mit einem Abstand von 60 mm zur ersten Bohrung gemessen von Mitte zu Mitte. Der Ablauf ist genau der gleiche wie bei ersten Loch. Zuerst bohre ich mit einem kleinen Vorbohrer an, danach gehe ich mit 4 mm durch und zum Schluss bohre ich die Bohrung mit 8 mm auf Endmaß. Wichtig ist dabei immer gut ölen. Gerade bei Stahl darf der Bohrer nicht trocken laufen, sonst wird es schnell stumpf oder frisst sich fest. Ich drücke auch nicht zu stark. Der Verschub muss langsam und gleichmäßig sein, damit sich die Bohrer nicht verbiegt und die Bohrung nicht verläuft. So bekomme ich beide Bohrungen sauber und möglichst genau in eine Linie. Jetzt kommt das letzte Loch, also die dritte Bohrung. Dieses Loch setze ich mit 110 mm Abstand zur ersten Bohrung, wieder gemessen von Mitte zu Mitte. Damit habe ich später zwei Messpositionen, einmal mit 60 mm Abstand und einmal mit 110 mm Abstand. So kann ich den Adapter je nach Maschine und je nach Messaufgabe unterschiedlich einsetzen. Die Bohrungen haben sehr gut gepasst. Die Schäfte von meinen Messuhren habe ich mit dem Messschieber kontrolliert und die liegen bei ungefähr 7,85 mm Durchmesser. Deshalb funktionieren die 8 mm Bohrungen hier perfekt. Die Messuhren gehen nicht mit Gewalt rein, aber auch nicht loser. Sie sitzen stramm genug, lassen sich rein und rausziehen und brauchen in diesem Fall keine zusätzliche Fixierschraube. Da spart man natürlich Arbeit, sonst müsste ich noch quer bohren, Gewinde schneiden und kleine Klemmschrauben einsetzen. So hat es gut geklappt. Die Messuhren sitzen fest genug und die Bohrungen und mit diesen 3 Bohrungen ist dieser Arbeitsschritt fertig. Nach dem Bohren schleife ich die 3 bearbeiteten Kanten noch auf die Schleifmaschine nach. Das mache ich nicht nur wegen der Optik. Die Oberfläche wird dadurch glatter, die raue Drehspuren verschwinden und das Teil sieht am Ende deutlich sauber aus. Eine feine geschliffene Fläche hat auch den Vorteil, dass sich Flugrost nicht ganz so schnell festsetzt wie auf einer rauen Oberfläche. Natürlich ist Stahl trotzdem nicht rostfrei, aber eine glatte Fläche lässt sich später leicht reinigen und besser schützen. Mir ist bei so einem selbstgebauten Werkzeug auch wichtig, dass es ordentlich aussieht. Wenn ich schon die Möglichkeit habe, die Flächen sauber zu schleifen, dann mache ich das lieber gleich richtig. Am Ende soll der Messuhradapter nicht nur funktionieren, sondern auch wie eine vernünftige Werkstattwerkzeug aussehen.
Als nächstes schleife ich noch die seitliche Fläche. Diese Seite konnte ich auf die Drehmaschine nicht richtig bearbeiten, weil sie von Säge kommen. Nach den Tränen waren sie natürlich nicht 100% sauber und gerade. Deshalb musste ich hier etwas mehr Material wegschleifen. Das dauerte ein bisschen, aber am Ende hat es gut funktioniert. Die Fläche sind deutlich glatter geworden und das Ergebnis sieht für mich ordentlich aus. Mich interessiert an dieser Stelle auch eure Meinung. Soll ich solche Arbeitsschritte in meinen Videos immer ausführlich zeigen, also schleifen, polieren, kleine Korrekturen und solche Details? Oder ist es besser, wenn ich diese Stelle kurz mache und das Wichtige zeige und danach erkläre, was gemacht wurde? Schreibt mir das gerne unter die Kommentare. Eure Meinung hilft mir wirklich, die nächste Video besser zu machen und besser zu entscheiden, wie detailliert ich solche Werkstattarbeiten zeigen soll. Jetzt stelle ich die Messuhrhalter auf 45 Grad an. Dafür benutze ich einen 45 Grad Winkel und schleife die seitliche Kante leicht an. Ich nehme hier nur ungefähr 3 bis 4 mm weg. Das mache ich nicht nach einem genau technischen Maß, sondern nach Augenmaß. Hier geht es hauptsächlich darum, dass die Kante nicht scharf bleibt und das Teil optisch sauber aussieht. So bekommt der Messuhrhalter eine kleine Faser an der Seite. Das sieht besser aus, fühlt sich angenehmer an und die Kanten sind nicht mehr so gefährlich scharf. Der Arbeitsschritt hat gut funktioniert. Am Ende sieht das Adapter deutlich fertig aus und wirkt nicht mehr wie ein roh abgeschnittenes Stück Stahl. So sieht das Teil jetzt nach dem Entgraten und Schleifen aus. Ich habe es nicht poliert, sondern nur mit P400 Schleifpapier sauber geschliffen. Die Oberfläche ist jetzt deutlich glatter, die Kanten sind angenehmer und die Messuhren lassen sich leicht einsetzen. Oben habe ich eine kleine Kernpunkt angeschlagen. Das ist meine Markierung für die Oberseite, damit ich den Adapter später nicht verdrehe oder falsch herum benutze. Das ist wichtig, weil die Abstände nicht symmetrisch sind. Für die kleinen Böhme habe ich andere Bezugspunkte als für die große blaue Drehmaschine. Bei der kleinen Maschine sind es 16 mm, bei der großen Maschine 32 mm. So ist der Adapter jetzt fertig vorbereitet. Es ist nicht nur für eine einzige Maschine gedacht, sondern soll mit später universell beim Einstellen und Kontrollieren helfen. Im nächsten Video zeige ich dann, wie ich mit diesem Messuhradapter den Morsekegel einstelle und die MK5 drehe. Wenn euch dieses Projekt gefallen hat, bleibt gerne dran und verpasst die nächste Video nicht. Bis nächstes Mal, eure Werkstatt Vitali.